Natürlich ist das was Besonderes, speziell für den Verein, wo ich jetzt auch schon 1,5 Jahre bin, wo wir viel erreicht haben. Dann einmal als Kapitän aufzulaufen, ist was Schönes. Servus, heute Matchtag gegen Barcelona. Wir spielen wieder um 9 Uhr am Samstag diesmal. Wird richtig cool, ausverkauftes Haus, Flutlichtspiel. Freue mich schon richtig drauf und heute nehmen wir euch wieder ein bisschen mit. So, wir fahren jetzt ein bisschen an der Promenade entlang und werden eine Kleinigkeit essen. Und dort fahren wir wieder retour. Unser heutiges Gefährt. So, aber keine schöne Info. Ja. Was ist das Beste in Spanien? Tapas. Das Essen definitiv. Nochmal. Auf jeden Fall die Tapas. Spielbild. So, das war für mich einfach, das hatte ich einfach. Für mich geht es jetzt wieder zum Aktivieren. Eigentlich wie beim letzten Mal. Eigentlich der ziemlich gleiche Ablauf, nur dass es halt ein Samstag ist und kein Sonntag. Das wird extrem wichtig sein, dass wir als Mannschaft einfach gut funktionieren. Gemeinsam dann auch schwierige Phasen dann auch im Spiel überstehen werden müssen, weil natürlich Barcelona dann auch die Qualität hat, uns zu bespielen. Aber das werden wir dann wie gegen Real auch phasenweise ausstehen müssen und da werden wir alles geben. Bis später. So, jetzt ist es ein bisschen ruhig geworden bei uns. Der David, der macht gerade seine Siesta und heute müssen wir nämlich schon früher los, weil es ist angeblich wieder sehr viel los. Und die Gäste, die haben auch gerade Matchvorbereitung sozusagen. Der eine ist Obst, der andere studiert die Konkurrenz und der andere macht den Powernap. So, der David, der geht jetzt um den Pool, meistens einmal Abkühlung vom Match. Wink einmal! Genau, was nicht an. Die nutzen den Wind aus. Was ist da drinnen? Ja, also das sind David sein Pre-Match-Meal. Das essen wir eigentlich wirklich vor jedem Match. Das ist super easy für diejenigen, die nicht lang kochen wollen. Das sind einfach da Nudeln. Dann ist drin ein bisschen Gemüse, Tomaten, Feta, ganz wichtig Spinat. Dann ein bisschen Gewürze, ein Wasser anfüllen, dann, bis dass die Nudeln unter Wasser sind. Und dann in den Ofen für, ich glaube, 30 Minuten, oder David? 40 Minuten und dann raus und dann alles miteinander vermischen und dann essen. Ist super gut und geht super schnell. Mahlzeit. Alle ready? Yes! David? In Fernseher schaltet auch noch wer aus oder lassen wir? Let's go! Ja, und wir sind bereits wieder am Weg. Wir sind schon gespannt, wie viele Fans schon da sind, weil meistens sind wir 2 Stunden vorher dort und heute hat es aber geheißen, es ist richtig viel los. Schauen wir mal. So, ihr da hinten seid bereit für das Match heute? Ja, auf jeden Fall. Motiviert? Ja, Und ich habe gehört, Laurenz, du hast den Gegner ganz genau analysiert. Auf was muss sich der David vorbereiten? Gibt es da noch einen Tipp? ja, also die ganze Abwehr sollte eigentlich aufpassen, weil sie haben den Lamine Yamal und den Rafinha und die sind beide eigentlich relativ schnelle Spieler und auch Lewandowski hat schon seine Qualitäten? Ja, Also David, hast du gehört? Ja. Gut vorbereitet, gell? Freust dich du auch schon? Ja. Da stehen schon richtig viel.
Jawohl. Durchgemischt. Jetzt gehen wir noch in den Fanshop und schauen, ob sie die gescheiten Leiberl haben mit der Nummer 22. Ja, denn es gibt auch ein Sondertrikot, glaube ich. Ja, genau. Heute angeblich spielen sie in einem Sondertrikot. Schauen wir mal, muss sehen. So, Martin, ist das jetzt das Sondertrikot? Ja, ich glaube einmal. Was sagen wir da? Ein ganz anderes Material. Bien, perfekto. Gracias. So, Trikot haben wir gecheckt und jetzt noch einen Schal. Lorenz, da haben wir einen Schal. Ja, du musst den Helge aufholen. Das war zu weg. Bisschen wenig ist auch. Ja, passt, okay. Ja, Martin, sind sicher gut. Jetzt schauen wir mal, was beim Pub los ist, weil da treffen sich ja immer die Fans, also eigentlich auch die Auswärtsfans. In dem Fall Barcelona-Fans, das ist in Spanien ganz cool, finde ich, weil da sind auch die Gegnerfans mit den eigenen Fans gemeinsam in einem Pub und da gibt es keine Probleme. Das finde ich ganz cool. Was macht der David jetzt noch, wie es losgeht? Du, ich weiß nicht. Bei der Autofahrt hat er gemeint, dass sie deswegen so früh da sind, weil sie jetzt erst die Aufstellung erfahren. Und sobald die Aufstellung vom Gegner da ist, haben sie noch eine kurze Videoanalyse. Und dann ist er noch beim Physio. Und dann ist schon Vorbereitung mit Warm-up und auf zum Match. Sonst so was, Laurenz? Macht heute wissen die nichts. Der David ist heute Kapitän. Alter, wie geil. Con el número 22, Dani Azenbrugge. Do it like that. Do it like that. So, wir haben jetzt noch am David gehört und die Stimmung ist nicht so gut, aber das gehört dazu. Spiel verloren. Aber trotzdem ein kurzer View auf den Rasen. Normal auf der Wechsellinie bei vielen Fans ist das schon was anderes wie so ein Das war's von uns. Bis zur Matchanalyse. Herzlich willkommen zur Matchanalyse. Achso. David, erste Mal Kapitän gegen Barcelona. Wie war denn das für dich und hast du damit gerechnet? Ja, grundsätzlich gerechnet nicht, weil ich grundsätzlich der sechste Kapitän bin, aber zurzeit haben wir ein paar Ausfälle. Der Aleix war dann auch gesperrt, der hat 5 gelbe Karten gehabt und dann ja, war ich dran. Natürlich ist das was Besonderes, speziell für den Verein, wo ich jetzt auch schon 1,5 Jahre bin, wo wir viel erreicht haben. Dann einmal als Kapitän aufzulaufen, ist was Schönes. Dann in so einem Spiel vielleicht nochmal spezieller, weil es Samstag 9 mehr oder weniger ein kleines Topspiel, also für uns auf jeden Fall ein Topspiel gegen Barcelona, was Besonderes. Und ja,
das in einer der besten Ligen der Welt einmal als Kapitän aufzulaufen, ist sicher sehr schön. Ja. Wie war das für dich? Das macht man jetzt auch nicht täglich. Ein bisschen nervös auch gewesen, oder nicht? Ja, es war einfach ein bisschen was anderes, weil du dann ein paar andere Sachen zum Tun hast. Zum Beispiel machen die Kapitäne mit den Schiedsrichtern vom Spiel mal ein Foto. Das habe ich nicht ganz realisiert. Bin eigentlich nach dem Abklatschen gleich wieder weggegangen. Und dann haben sie halt gesagt, ich muss noch mal kommen, wir machen ein Foto. Ja, das sind halt Sachen, die was dann mit mehr Spielen dann einfach dann kennst. Auf Englisch oder Deutsch? Oder Spanisch? Blödsinn, Spanisch. War Spanisch. Es war dann der De Jong, Kapitän von Barcelona, der hätte dann auch Englisch reden können, aber der Schiedsrichter hat gleich auf Spanisch geredet. Das funktioniert schon. Das Fußball-Spanisch funktioniert sowieso schon sehr gut. Und von dem her hat das gut gepasst. David spricht auf jeden Fall und versteht viel mehr wie ich in Spanisch. Aber jetzt kommen wir mal zum Spiel. Jetzt das zweite Mal schon gegen Barcelona, jetzt daheim. Wie war es denn? Ja, sehr schwierig. Ich muss sagen, das Spiel war um einiges schwieriger wie das Auswärtsmatch. Ich finde, dass wir im Auswärtsmatch besser reinkommen sind ins Spiel oder halt auch besser in unser Spiel gefunden haben wie diesmal. Diesmal war sehr schwierig. Ich finde, dass Barcelona war nur mehr um einiges besser wie im ersten Spiel. Und das haben wir dann auch gemerkt. Ich meine, erste Halbzeit sind wir dann zwar mit einem 2-1 in die Halbzeit gegangen, was grundsätzlich für eine Halbzeit jetzt kein schlechtes Ergebnis ist, weil du dann einfach eine zweite Halbzeit hast, wo noch viel möglich ist. Aber wir hätten auch in der ersten Halbzeit schon ein bisschen weiter hinten sein können, weil sie haben dann schon einige Großchancen auch vergeben. Aber dann sind wir halt in die Halbzeit gegangen mit 2-1 und dann hätten wir uns eigentlich nur mal vorgenommen, dass wir einfach nur mal alles probieren, weil es ein knappes Ergebnis ist und da alles möglich ist. Aber das haben wir dann in dem Spiel leider nicht so hingekriegt, wie, finde ich, im Auswärtsspiel. Der Elche-Trainer, der Eder Sarabia, der war auch mal Co-Trainer bei Barcelona. Ist das ein bisschen so sein Spielstil, den er dort vielleicht gelernt hat, den er jetzt mit euch auch spielt? Ja, ich glaube schon, dass das der Spielstil ist, was er auszeichnet, den Trainer und uns auch in der Liga oder auch letztes Jahr schon, dass wir einfach schon versuchen, mit dem Ball umzugehen, mit dem Ball das Spiel zu kontrollieren. Aber das ist halt dann gegen solche Mannschaften extrem schwierig, weil die pressen extrem hoch, wissen, wie sie uns anlaufen. Und das haben wir in dem Spiel dann auch mitgekriegt. Zu dir, man hat das Gefühl gehabt, Rafinha hat die immer gern nach außen gezogen und dann haben sie zurückgekontert sozusagen. Erzähl uns mal, wie war es denn für dich? Ja, wieder einmal einer der besten Spieler der Welt. Ein richtig guter Flügelspieler. Ein schlauer Spieler, bewegt sich sehr gut. Wir haben dann Mann auf Mann gespielt, haben wir dann oft nach vorn gezogen, dann haben sie hinter uns reingespielt. Aber sonst, ist ein brutal guter Spieler im 1 gegen 1 oder mit viel Raum dahinter, weil er auch extrem schnell ist. Ist das dann sehr schwierig zum Verteidigen, aber ich glaube, es ist egal, welchen Spieler du von die drei vorne da nimmst, sind alle extrem schwierig zum Verteidigen. Das haben wir diesmal einfach nicht so gut geschafft. Wer war denn nur so ein Unterschiedsspieler, wo du gesagt hast, den muss man am Platz einmal gesehen haben, dass man weiß, was der eigentlich für eine Klasse hat bei Barcelona? Ja, ich glaube in dem Spiel speziell Frank de Jong der hat das Spiel extrem kontrolliert, will jeden Ball haben, verliert keine Bälle und kann dann das Spiel beschleunigen oder verlangsamen. Kommt darauf an, was sie gerade brauchen und das spürt er auch und da hat er schon seine Klasse. Ja, und sonst, ich glaube, das war es von uns jetzt, oder? Hast du noch was zum Hinzufügen? Haben wir was vergessen? Nein, einfach, dass es ein schwieriges Spiel war für uns und dass wir jetzt einfach in den nächsten Spielen schauen müssen, dass wir wieder unser Spielstil am Platz kriegen, unser Können auf den Platz kriegen und dann einfach auch wieder schauen, dass wir Punkte machen. Ja, und das war es auch von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gerne auch abonnieren und liken und uns in den Kommentaren vielleicht verraten, was ihr noch wissen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.